Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von Zielblick. Das Thema Nahostkonflikt. Es geht quer durch alle Medien. Es überschlagen sich die Ereignisse. Das Ganze ist wirklich eine sehr dynamische Situation, die wir da gerade haben. Und das Ganze hat auch Einfluss auf das Reiseverhalten der Deutschen. Gerade viele Langstreckenziele bzw. Reisen in den Orient werden abgesagt, werden verlegt und vieles andere bei den Reiseplänen verändert sich. Und der Trend geht ganz klar wieder in Richtung Reisen in Europa. Ein Ziel, was aber auch immer wieder thematisiert wird, das ist die Türkei. Die Türkei, auch eines der beliebtesten Reiseziele, gerade im deutschsprachigen Raum. Ich bin gerade selber in Antalya und in diesem Video möchte ich einmal auf das Thema Türkei in Bezug auf den Nahostkonflikt und das mögliche Reiseverhalten von euch eingehen, euch eine persönliche Einschätzung geben, sowie mit einem Experten über das ganze Thema, was Türkei-Reisen in der aktuellen Situation angeht, sprechen. Also bleibt unbedingt dran, auf geht's! Antalya, da bin ich gerade. Es ist meine persönliche zweite Heimat. Ich habe hier selber gelebt. Ich war hier schon unzählige Male im Urlaub und ich bin hier mehr oder weniger einmal im Monat. Antalya und die Türkei, das sind zudem auch Schwerpunkte hier auf zwischen Gate und Ziel. Ich nehme euch sehr häufig auf Reisen hierher mit hin. Das heißt, ich sehe mich auch persönlich in der Lage, so ein bisschen die Situation hier einzuschätzen und euch auch mal ein bisschen Tipps und Tricks beziehungsweise auch einen aktuellen Stand zur derzeitigen Situation geben zu können. Um das Ganze erst einmal in den Kontext zu setzen. Wir haben einen Konflikt mit dem Iran. Der Iran wird von verschiedenen Ländern angegriffen und der Iran selber greift auch verschiedene andere Länder an. Gerade in der Golfregion ist derzeit eine Stimmung, wie wir sie vorher nicht kannten. Es ist keine schöne Situation und ich hoffe, niemand von euch ist davon gerade betroffen. Allerdings wird auch immer wieder in diesem Kontext die Türkei erwähnt. Die Türkei grenzt an den Iran an. Aber die Türkei ist gleichzeitig auch ein NATO-Land. Das heißt, die Türkei ist Bestandteil des größten Verteidigungsbündnisses der Welt. Zudem ist die Türkei auch gleichzeitig eines der beliebtesten Reiseziele, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, was einfach durch Preis-Leistungs-Verhältnis, durch tolle Hotels, durch tolles Essen, durch tollen Service und natürlich auch durch tolles Wetter, ich bin hier gerade im März im Poloshirt draußen, begünstigt wird. Und viele Fragen haben mich auch persönlich aus dem Familien- bzw. Freundeskreis erreicht, wie ich denn gerade so diese Situation hier einschätze. Dazu erst einmal der Hinweis, die Türkei ist ein wirklich riesiges Land. Also alleine schon, wenn man an der Spitze, auf der europäischen Seite startet, beispielsweise in Edirne, das ist die Grenze zu Bulgarien, und einmal ganz auf die andere östliche Seite geht, dann haben wir da eine Strecke von 1500 bis 1600 Kilometern Luftlinie. Das ist wirklich eine wahnsinnige Entfernung und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Ganz klar, es gibt verschiedene regionale Unterschiede in der Türkei. Für euch natürlich sicherlich am interessantesten ist natürlich die Ecke um Antalya, aber auch weitere Urlaubsregionen, weiter so in den Westen, Nordwesten, wie beispielsweise Fethiye mit Dalaman um die Ecke, aber auch Bodrum bzw. Izmir. Das muss man immer ganz differenziert sehen, denn gerade in diesen Regionen verhält sich das Ganze doch nochmal in jeglicher Hinsicht anders als in anderen Teilen der Türkei. Was ich im Kern damit zum Ausdruck bringen möchte, ist einfach die Tatsache, dass wir diese Region, wo Urlaub gemacht wird, also beispielsweise hier in Antalya, immer völlig differenziert sehen müssen zu anderen Regionen des Landes und das Ganze auch einfach geografisch betrachten müssen. Und da ist die ganze Urlaubsregion, sei es Antalya, sei es Bodrum, sei es Dalaman oder auch Izmir, total weit entfernt von den Grenzregionen, zum Beispiel in Richtung Syrien oder auch in Richtung des Irans. Das sind dann teilweise Entfernungen wie vom äußersten Norden Deutschlands bis tief in den Süden, bis zur österreichischen Grenze. Und das muss einfach auch immer wieder bewusst sein. Und ich denke, da sollten wir uns auch alle immer wieder die Corona-Pandemie so ein bisschen in den Kopf rufen, denn auch da wurden immer wieder viele regionale Unterschiede gemacht. Beispielsweise gab es im Norden weniger Infektionsgeschehen als im Süden oder umgekehrt. Und da wurde auch immer eine Differenzierung vorgenommen. Und die muss man hier einfach auch immer wieder anbringen. Es sind einfach verschiedene Ecken, verschiedene Kulturen innerhalb des Landes. Und hier in der Urlaubsregion Antalya kann ich euch nur aus meiner eigenen Erfahrung jetzt gerade vor Ort sagen, dass alles völlig normal läuft. Also die Hotels, die ich gesehen habe und auch das Hotel, in dem ich jetzt gerade bin, die sind komplett gut gefüllt für die Saison jetzt gerade, beziehungsweise für die Vorsaison jetzt im März. Die Touristen sind da und auch ansonsten die ganze Stimmung ist völlig normal. Auch am Airport Antalya landen langsam wieder mehr Flüge nach dem Winter. Die Flüge sind auch in der Regel gut gefüllt. Die Leute kommen
Und es ist nach wie vor ein richtig, richtig tolles Urlaubsziel. Was das ganze Thema Sicherheit angeht, da sollten wir auch immer wieder im Hinterkopf behalten, dass gerade hier in der Ecke rund um Antalya die Hoteliers bzw. die ganzen Hotelketten und die Touristiker, die hier eben ansässig sind, auch einfach Erfahrung haben. Das ist eine jahrzehntelange Erfahrung in dieser Ecke hier mit Tourismus und natürlich auch mit Sicherheit. Das heißt, gerade die großen Hotels, die haben ja auch verschiedene Sicherheitskonzepte. Hier wird auch ein großer Fokus darauf gelegt, dass hier eben eine geringe Kriminalität ist, dass hier einfach verschiedene Sicherheitskonzepte politischer bzw. auch privater Natur umgesetzt werden. Und dementsprechend kann ich euch da auf jeden Fall schon mal die Angst nehmen. Hier ist alles völlig normal und ich kann euch das Ziel auf jeden Fall weiterhin empfehlen. Ich habe mir dazu aber auch noch mal eine Expertenmeinung aus dem Reisebüro bzw. aus der Sicht von den Reiseveranstaltern eingeholt. Und um das Thema auch einmal aus Sicht von Reisebüros bzw. Reiseveranstaltern zu beleuchten, habe ich jetzt zu Gast den Marc vom Reisebüro der Ferienplaner aus Bonn. Marc, ihr seid auch absoluter Experte für Türkei-Reisen und du berätst wahrscheinlich auch täglich Kunden zu verschiedenen Urlaubszielen in der Türkei. Was kannst du denn sagen? Wie entwickelt sich denn aktuell die Nachfrage nach Türkei-Reisen? Buchen die Menschen weiterhin Ziele gerne wie Antalya, Bodrum oder auch Dalaman? Ja, Frederik, vielen Dank für die Frage. Die Nachfrage nach der Türkei ist weiterhin völlig stabil. Da hat sich absolut nichts geändert. Es gibt keinerlei Reaktionen wegen der Orient-Situation, wegen irgendwelcher Türkei-Reisen, dass da irgendwas storniert werden oder umgebucht werden soll. Das Gegenteil ist der Fall. Die Gäste sind gerade dabei, ihre Orientreisen auf die Türkei umzubuchen, weil sie sich da erheblich sicherer fühlen und das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach genial ist. Okay, danke dir. Also das heißt, bei euch im Reisebüro ist auch im Prinzip alles ganz normal, was Türkei-Reisen angeht, genauso wie hier vor Ort. Jetzt kennst du ja als Reisebüroler die Urlaubsdestination in der Türkei auch sehr gut, beispielsweise durch verschiedene Inforeisen, aber auch aus eigener Erfahrung. Und was würdest du denn zur aktuellen Situation in den klassischen Urlaubsregionen, wie beispielsweise hier in Antalya, sagen? Es ist genauso, wie es vorher auch war, sowohl an der türkischen Ägäis als auch an der türkischen Riviera, als ob das die Region rund um Izmir, Çeşme, Dalaman, Bodrum, Fethiye, wie auch immer ist, oder eben an der türkischen Riviera von Kemer über Antalya, Lara, Belek, Side bis Alanya. Es sind die gleichen Situationen wie vorher. Ich war gerade letzte Woche erst wieder vor Ort. Man merkt absolut nichts von dieser Orient-Geschichte. Und nochmal, die Türkei, sie ist ein sicheres Reiseland. Daran hat sich nichts geändert. Sie hat mit diesem Orient-Konflikt nichts zu tun. Und man möchte bitte immer eines bedenken, anders als Zypern zum Beispiel, ist die Türkei ein NATO-Land. Und deswegen ist das nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Super, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung. Eine Frage habe ich noch. Versetzen wir uns mal in die Lage von einem Pauschalreisenden, also einem Kunden von dir. Er kommt zu dir ins Reisebüro und fragt dich, kann ich bedenkenlos Urlaub an der türkischen Riviera machen? Was würdest du ihm antworten? Ein Wort, ja. Vielen, vielen Dank nochmal für deine kompetente Einschätzung aus Sicht vom Reisebüro bzw. aus Sicht auch von den Reiseveranstaltern. Sehr gerne, Frederik, jederzeit. Also ihr seht das Ganze auch nochmal aus Expertensicht, aus Sicht von den Reisebürolern bzw. den Reiseveranstaltern. Es gibt da im Prinzip keine Buchungsveränderung. Die Türkei wird weiterhin sehr, sehr gut gebucht. Sie ist eines der beliebtesten Reiseziele, gerade auch aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich kann euch nur sagen, wenn da mal Unsicherheiten entstehen, gerade auch durch Schlagzeilen in den Medien oder Ähnlichem, vertraut eurem Reisebüroler, beziehungsweise wenn ihr wirklich Fragen zur Situation hier vor Ort habt, schreibt ihr auch gerne hier in die Kommentare. Ich versuche sie euch so gut wie es geht zu beantworten. Und aus meinen persönlichen Erlebnissen hier, gerade in den letzten Tagen, kann ich euch wirklich nur sagen, es ist alles völlig normal. Die Sicherheit ist da, der Service ist da, die Gastfreundschaft ist da und vor allem auch das gute Wetter ist da. Also ich kann euch die Türkei weiterhin nur empfehlen als Reiseziel für die Osterferien, für den Sommerurlaub etc. Gerade auch als Frühbucher möglicherweise. Und ihr solltet euch eine Sache immer wieder in den Hinterkopf rufen. Der Tourismus ist in der Türkei ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Das heißt, die Türkei wird alles dafür tun, dass der Tourismus hier gut läuft, normal weiterläuft und dass es hier auch keine Sicherheitseinschränkungen oder Ähnliches gibt. Also das kann ich euch wirklich nur guten Gewissens sagen. Wenn ihr hier Urlaub bucht, ihr müsst keine Sorge haben. Ihr werdet einen tollen Aufenthalt hier verbringen können. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video hier einmal ein paar Eindrücke bzw. meine persönliche Einschätzung der Situation hier in der Türkei zeigen konnte, euch möglicherweise auch die eine oder andere Frage beantworten konnte und was mir persönlich sehr wichtig ist, euch auch ein bisschen Unsicherheit nehmen konnte. Falls ihr weiterhin Fragen habt zum Reiseziel Türkei, auch angesichts der derzeitigen, ja doch sehr dynamischen Weltsituation, geopolitischen Situation, dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die
Kommentare. Ich versuche euch das bestmöglich zu beantworten, beziehungsweise der Marc aus dem Reisebüro der Ferienplaner, der kann euch das sicherlich auch teilweise hier beantworten in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Türkei für euch weiterhin ein interessantes Reiseziel bleibt, dass ihr vielleicht, wenn ihr eure Reisepläne ändern müsst, auch auf die Türkei zurückkommt. Ich kann euch abschließend nur sagen, ihr könnt hier auf jeden Fall nach wie vor einen tollen Urlaub in tollen Hotels mit einem richtig guten Service, gutem Essen und auch einem nach wie vor guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Zielen, gerade auf der Kurz- und Mittelstrecke, verbringen. Wie immer gilt natürlich gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neugierig seid auf weitere spannende Erlebnisse, Tipps und Tricks rund ums Reisen oder auch Flugreports, dann jetzt auf jeden Fall hier abonnieren bei Zwischen Gate und Ziel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute bei der Urlaubsplanung für den kommenden Sommer.